quasi die Sounds, die Karten, die verschiedenen Maps, die wir rausbringen, zum Leben erwecken. Das heißt, es geht um die Vögel, es geht um den Wind, es gibt den Regen, ja, Sound, den man im Winter hat, sind sich die Jahreszeiten, die Tageszeiten. Und dazu erst mal ein paar Informationen, wie denn unser Prozess ist, das Sounddesign für eine Map Ambience, für die Umgebungsgeräusche einer Karte zum Design. Da fangen wir meistens an mit einer Kartenanalyse, das heißt, wir haben Meetings mit unseren Map-Designer, die uns dann mal ein paar generelle Informationen über die Karten geben. Das heißt, aus welchem Kontinent ist die Map inspiriert, aus welchem Land, aus welcher Region, was sind eventuelle sogenannte Places of Interest, also wo wird sich der Spieler häufig aufhalten. Das sind natürlich auch die Regionen, auf die wir uns dann fokussieren. Geht ein Fluss durch die Karte, haben wir eine große Stadt, haben wir mehrere kleine Dörfer. All das sind Informationen, die uns natürlich als Sounddesigner sehr interessiert. Step 2 ist dann das Prototyping. Beim Prototyping betreiben wir erstmal extremst viel Research. Also wir gucken nach, von welchem Land, Kontinent ist denn die Map inspiriert, schauen dann, okay, was für Vogelarten gibt es denn überhaupt auf diesem Kontinent, wie verhalten sich die Vogelsounds, als Beispiel nur, wie verhält sich die Flora, wie verhält sich die Fauna, und anschließend bauen wir dann darum ein sogenanntes Trigger-System. Das heißt, wir schauen, wann triggern die Sounds, wie häufig können sie triggern, wie verhält sich der Winter, der Sommer, die verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, alles das spielt mit ins Ambient Sound Design. Dann schauen wir uns noch an, was für Einzigartigkeiten es auf der Map gibt. Hier ein kleines Beispiel auf unserer US-Map zum Beispiel. Gibt es so ein Partyboot, und ich weiß nicht, wer von euch da abends oder nachts schon mal vorbeigefahren ist, da hört man dann auch, dass da eben Party ist. Das sind so kleine Gimmicks, die wir einfach einbauen können. Letzter Punkt ist dann, was interessant ist, die Fauna-Aktivität, wie ich bereits gesagt habe. Im LS25 haben wir 3 verschiedene Karten im Grundspiel, die auf 3 verschiedenen Kontinenten abspielen. Wir haben eine amerikanische Map, eine europäische Map und eine asiatische Map. Und natürlich haben wir auf jedem Kontinent eine andere Flora und Fauna. Und das ist natürlich, um die Umgebungsgeräusche so realistisch wie möglich darzustellen, müssen wir natürlich schauen, welche Vogelarten triggern auf welchem Kontinent, in welcher Region und wie häufig, beziehungsweise wann triggern sie. Spielen sie eher morgens, wie verhalten sie sich mittags, wie verhalten sie sich abends oder nachts. Das sind alles Dinge, die wir mit einbeziehen, um die Ambience eben so realistisch wie möglich zu gestalten für jede Map, die wir eben releasen. Ja, wie ist unser Ambience-System grundlegend aufgebaut? Da habe ich mal ein kleines Schema zusammengebaut. Und zwar die Grundlage, die Basis jeder Ambience ist ein sogenanntes 2D-Bed. Das ist ein Loop, der die ganze Zeit abspielt, ist sehr dynamisch. Das heißt, wir haben unterschiedliche 2D-Betten pro Tageszeit, pro Jahreszeit, pro Wetter. Also ganz egal, wo man ist, zu welcher Zeit, man hört nicht immer dasselbe 2D-Bed. Und das 2D-Bed soll sozusagen den Grundton jeder Location wiedergeben. On top auf diesem 2D-Bed haben wir sogenannte 2D-One-Shots. Das 2D will ich noch kurz erklären. 2D-Sounds heißt einfach, dass das Panorama nicht verändert je nach Kamerabewegung. Das heißt, es sind einfach Sounds, die abgespielt werden. Die 2D-One-Shots benutzen wir hauptsächlich, um die Vogelsounds dann eben zu triggern. Auch hier wieder hochdynamisch. Wir haben verschiedene Vogelarten, die morgens triggern zu verschiedenen Zeiten, mittags und abends und nachts. Dann hat man eventuell Krähen oder ganz andere Fauna, die eben abspielt. On top auf diesen 2D-One-Shot-Sounds haben wir 3D-Sounds. Das sind eben Sounds, die werden fest auf der Karte platziert, und diese sind eben räumlich. Das heißt, je nachdem, wie der Spieler ausgerichtet ist auf diesen 3D-Sounds, verändert sich auch das Panorama. Das heißt, wenn man links neben dem Sound steht, dann hat man es auf dem rechten Ohr, und dann auf der linken Seite auf dem linken Ohr. Die Sache ist, diese 3D-Sounds sind nicht dynamisch, das heißt, einmal platziert sind sie da. Wir haben gewisse Parameter, die wir verwenden können, um diese Sounds eben abzuspielen oder nicht. Aber wenn sie platziert sind, dann sind sie platziert. Das heißt, damit triggern wir Sounds wie zum Beispiel in der Stadt, in einem Haus, man hört Leute reden, um die Stadt ein bisschen zum Leben zu erwecken, oder entfernte Autohupen oder Car-Drive-Bys, um ein bisschen Traffic mit reinzukriegen, einfach um die Immersion ein bisschen zu unterstützen. So, um diese ganze Dynamik eben zu erstellen, haben wir verschiedene Parameter, die wir verwenden können. Ein paar Basic-Parameter sind Min und Max Volume und Min und Max Pitch. Da können wir quasi 2 Schwellenwerte eingeben zwischen 0 und 1. Wir können quasi sagen, okay,
zwischen 0,7 und 1 soll ein zufälliger Wert ausgewählt werden und immer wenn dieser Sound dann triggert, hat er eine unterschiedliche Lautstärke und eine unterschiedliche Tonhöhe. Dann haben wir noch einen extrem wichtigen Parameter, nennt sich Min und Max Retrigger Delay Seconds eigentlich. Damit können wir bestimmen, wie häufig ein Sound quasi wiederholt werden soll oder in welchen Abständen. Auch hier können wir wieder zwei Werte eingeben. Einmal zum Beispiel, der Sound soll alle 20 bis 50 Sekunden abspielen und zwischen den Werten wird dann immer ein zufälliger Wert gewählt. Und das ist eben ganz wichtig, wie ich bereits erwähnt habe, für die Vögelsounds zum Beispiel. Morgens triggern sie oder spielen sie vielleicht häufiger als mittags und abends und somit können wir eben sagen, morgens bitte alle 10 bis 15 Sekunden abspielen und dann nachmittags oder abends nur noch alle 50 bis 100 Sekunden. Weiter geht es mit Loops. Wir können natürlich auch sagen, wie oft ein Sound wiederholt werden soll. Und dann kommen wir zu den extremst wichtigen Parametern, um die Ambience dynamisch zu gestalten. Das sind einmal die Required und Prevent-Funktionen. Da können wir quasi bestimmen, okay, was für Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass dieser Sound überhaupt erst abspielt. Da haben wir einmal den Parameter Time of Day, die Tageszeit. Wir können also sagen, okay, dieser Sound soll bitte nur morgens abspielen, ein anderer nur abends, ein anderer nur nachts. Das Gleiche haben wir für Day of the Year, also für die Jahreszeit quasi. Perfektes Beispiel wäre, dass man zum Beispiel gewisse Sounds nur im Winter triggert, wie zum Beispiel so einen kälteren Windsound, um einfach das Ganze noch ein bisschen immersiver zu gestalten. Dann haben wir noch den Location-Parameter. Der ist extrem wichtig, um zu unterscheiden, okay, wir sind jetzt hier im Wald, also spielt bitte die Wald-Ambience ab, wir sind in der Stadt, spielt die Stadt-Ambience ab. Selber haben wir noch für Feld, für Dörfer und für weitere Locations, die wir eben auswählen können. Dazu aber gleich noch mehr. Dann können wir natürlich noch entscheiden, ob der Sound oder bei welchem Wetter der Sound eben abspielen soll. Gutes Beispiel hier ist auch der Regensound zum Beispiel, der natürlich nur abspielen soll, wenn es auch regnet. Das heißt, wir kriegen die Information aus dem Spiel, dass es regnet. Dann wird der Parameter Rain auf True gesetzt, also auf wahr, und dann spielt eben der Regensound ab. Genau, und wir können auch noch für jeden einzelnen Sound entscheiden, mit welcher Wahrscheinlichkeit er abspielen soll. Was das Ganze dann auch sagt, okay, der Sound soll bitte nur mit 50%iger Wahrscheinlichkeit abspielen, um eben Wiederholungen desselben Sounds zu vermeiden. Und das Coole hieran ist, dass diese Parameter für jede einzelne Schicht unseres Ambient-Systems quasi verfügbar sind. Somit können wir das 2D-Bed, die 2D-One-Shots und die 3D-Sounds extremst dynamisch gestalten. Okay, ich habe eben schon über die Location gesprochen. Das heißt, es ist für uns enorm wichtig, vom Spiel zu wissen, okay, wo befindet sich der Spieler gerade? Wir haben eine Open World, der Spieler kann zu jeder Zeit an jedem Ort sein und eine Möglichkeit, um herauszufinden, wo der Spieler sich gerade befindet, ist ein sogenanntes Raycast-System. Einfach erklärt werden beim Raycast-System Raycasts vom Spieler in jede Richtung geschossen. Man kann sich wirklich vorstellen, wie so kleine Laser, die in jede Richtung geschossen werden. Und wenn diese Rays eben als Beispiel auf Bäume treffen, dann kann das Spiel oder die Engine damit was anfangen, kann den Modifier im Forest auf True setzen und somit können wir diese Location benutzen. Das Problem an diesem Raycast-System ist, dass wir es nur aktuell für die Walderkennung nutzen können. Denn wenn man jetzt annimmt, man ist in einer Stadt und man würde sagen, okay, wenn ein Raycast auf der linken und auf der rechten Seite auf Beton trifft, könnte man meinen, okay, man ist jetzt in einer Stadt. Allerdings hätte man dasselbe Problem in einem Dorf. Auch da, wenn man durchläuft, links und rechts sind Häuserwände, was auch immer, und dann würde das Attribut auch auf True gesetzt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen klar unterscheiden, okay, ist der Spieler jetzt in einer Stadt, ist er in einem Dorf? Und um dieses Problem zu lösen, konnten wir im LS25 eine sogenannte Info-Layer benutzen. Das heißt, wir konnten wirklich auf der Karte einzeichnen, wo der Spieler sich gerade befindet. Wir konnten Locations wählen wie Open Land, City, Village, Harbor, Industrial, Near Water. Die Sache ist, diese Info-Layer, anders als die Raycast-System, ist nicht dynamisch. Das heißt, wenn wir die Info-Layer eingezeichnet haben, dann gibt das Spiel immer diese Information aus. Wenn wir jetzt allerdings die Info-Layer auch in ein Waldgebiet zeichnen würden, hätten wir ein Problem, denn der Spieler kann extremst in
in das Terrain eingreifen. Das heißt, er kann den Wald komplett abroden und kann ein Feld draus machen. Und wenn dann eben die Waldambience abspielt, wäre das natürlich falsch. Ja, dafür dann die Infolayer. Können wir nur für unzerstörbare Gebiete benutzen. Wie gesagt, weil sie nicht dynamisch ist, sie bleibt da bestehen, wo sie eingezeichnet wurde. Kommen wir zum nächsten Thema, zum Sounddesign für Arbeitsgeräte. Hier schon mal vorab, es geht nicht um das Animationssystem, das wurde ja schon vor einiger Zeit vorgestellt. Hier geht es hauptsächlich um Neuerungen, die wir eingebaut haben. Die erste Neuerung war zum Beispiel das Trailer-Rattling. Viele von euch haben es vielleicht schon im echten Leben gehört, dass wenn ein Traktor mit einem Anhänger über unebenes Terrain fährt, da wackelt der Trailer hinten, der Anhänger, und das hört man extremst. Das haben wir jetzt auch im LS25 umgesetzt. Wie das Ganze funktioniert: Wir kriegen einen Wert für die Federung von jedem einzelnen Rad des Attachments. Davon wird dann der Mittelwert gewählt und diesen Wert können wir dann benutzen, um zu sagen, okay, wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, soll der Trailer-Rattle-Sound bitte abspielen und wenn der Wert nachlässt, soll bitte die Lautstärke leiser werden und schließlich aufhören. Das Coole ist, dass wir diesen Sound individuell anpassen können. Das heißt, in jedem Attachment XML ist dieser Sound gelinkt. Nicht jedes Attachment hat einen individuellen Sound. Das können wir nicht umsetzen. Das wären viel zu viele Sounds. Deswegen wird das geshared pro Kategorie für die Trailer, für Cultivator, für Seeder. Und ja, auch da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Ich hoffe, man hört es. Einmal für Trailer und einmal für ein Attachment. Und Nummer 2. Genau, und ein großes Upgrade für die Harvester haben wir auch eingebaut im LS25. Und zwar waren wir im Feld und haben Forage Harvester und Combine Harvester während der Arbeit aufgenommen. Jeder oder viele von euch kennen es vielleicht beim Forage Harvesten, dass es einen sehr einzigartigen Sound wiedergibt, wenn, ich sage mal, die Pflanzen oder die Maiskolben eingesaugt werden und dann geschreddert werden. Beim Combine Harvesten haben wir eine extra Recording Session nur für das Thresh-System gemacht. Das heißt, wir haben Mikrofone um den Harvester platziert, um das Thresh-System aufzunehmen. Man sieht es bei Harvestern meistens von außen gar nicht, aber wenn eben das Thresh-System eingeschaltet wird, da bewegen sich so viele Teile drin, die man von außen gar nicht sieht. Deswegen war das eine sehr coole Recording-Session. Dann zusätzlich zu dem Thresh-System haben wir auch noch einen Pitch-Parameter für die Thresh-Last, damit der Spieler eben auch Feedback kriegt, okay, wenn er mit dem Harvester jetzt in den Bestand fährt, dass man da noch einen tonalen Unterschied hört. Auch hier dasselbe wie bei den Trailer-Rattle-Sounds, können wir den Sound individuell anpassen. Der ist gelinkt oder triggert im Fahrzeug XML. Dazu habe ich auch noch zwei Beispiele mitgebracht. Einmal vom Combine Harvester. Und vom Forage Harvester. Genau. Weiter geht's mit dem GPS. War ein lang ersehntes Feature von der Community, das beim 25er endlich reinkam. Und da haben wir uns als Sounddesigner überlegt, okay, wie können wir dieses Feature nutzen, um den Maschinen, um den Brands noch ein bisschen mehr Charakter und Einzigartigkeit zu verleihen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, markenspezifische GPS-Sounds einzubauen. Wir können 3 Sounds triggern, einmal Engage für das Anschalten, Disengage für das Ausschalten und Line End, um quasi eine kleine Warnung zu geben, okay, du bist jetzt gleich am Linienende angekommen. Da habe ich auch noch 2 Beispiele mitgebracht. Einmal von John Deere und von New Holland. Ja, klingen wie kleine Laserpistolen. Sehr cool. Weiter geht's mit dem Prozess der Tonaufnahmen für Traktoren. Hier auf der rechten Seite kann man schon ganz gut erkennen, wer eventuell das Sounddesign ein bisschen verfolgt, der sieht, dass es etwas anders aussieht, als es
ein paar Jahre oder Monate zuvor ausgesehen hat, denn wir haben unsere Recording-Methode etwas verändert. Unsere alte Methode war eben, dass wir Mikrofonständer um den Traktor rumstellen, die Mikrofone dann ausrichten auf die verschiedenen Elemente und so dann eben unsere Aufnahmen durchführen. Das Problem hierbei war erstens, dass wir sehr, sehr unflexibel waren damit. Das heißt, wenn wir dann übergehen zu den Fahrtaufnahmen, mussten wir erst alles umbauen, die Mikrofone von den Ständern nehmen, am Traktor wieder anbauen und haben so viel Zeit verloren. Unsere neue Methode ist eben, dass wir jetzt kleinere, deutlich kleinere Lavalier-Mikrofone benutzen. Dazu später aber noch mehr. Die können wir direkt an den Elementen anbringen, können somit direkt unsere stationären Aufnahmen machen, direkt unsere Fahrtaufnahmen machen, direkt den Traktor unter Last aufnehmen, wenn das möglich ist. Quasi alles in one go. Kommen wir zum Recording Equipment. Wir haben hier gerade auf dem Bild 2 Recorder, wir haben noch einen dritten, der ist aber nicht in diesem System angeschlossen. Wir können somit 16 Kanäle gleichzeitig aufnehmen, das heißt 16 Mikrofone at the same time aufnehmen. Wir nehmen in 32-Bit auf. Es ist eine relativ neue, gibt es auch schon ein paar Jahre, aber relativ neue Technologie. Das heißt quasi, wir können so laut aufnehmen, wie wir wollen. Wir können es dann hinterher, die Audiofiles, in unserem Bearbeitungsprogramm einfach die Lautstärke runterziehen und die Wellenformen sind perfekt rekonstruiert. Mit 24-Bit oder 16-Bit Aufnahmen würde das nicht funktionieren. Wenn man da über digital 0 aufnimmt, hat man digitales Kratzen auf den Aufnahmen und das ist meistens nicht wieder zu fixen. Das heißt, die Aufnahmen werden zerstört. Und indem wir eben in 32-Bit aufnehmen, umgehen wir dieses Problem komplett. Die 2 Recorder sind verbunden via Timecode. Das heißt, wir klicken bei einem Recorder auf Aufnahme und der andere fängt automatisch dazu an aufzunehmen. Und beide Recorder sind auch über eine App steuerbar. Das heißt, wir schließen die Mikrofone an, platzieren die Recorder in der Kabine und können über unsere App dann quasi schauen, okay, Mikrofone funktionieren, wir haben genug Pegel und los geht's mit den Aufnahmen. Ja, die Mikrofone, wir haben 8 Lavalier-Mikrofone, mit denen wir die Hauptelemente des Traktors aufnehmen. Das heißt Motor, Auspuff, Getriebe, Lüfter, alles, was eben wichtig ist, um den Sound so realistisch und authentisch wie möglich zu rekreieren hinterher im Spiel. Der Vorteil an den Lavalier-Mikrofonen ist erstens, dass sie extremst klein sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man es von anderen irgendwie Events. Das sind kleine Mikrofone, die man normal hier am T-Shirt hat. Das heißt, wir können sie wirklich in den kleinsten Lücken an Motor oder den verschiedenen Elementen platzieren. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass sie eben keinen Nahbesprechungseffekt haben. Nahbesprechungseffekt ist quasi, wenn man, wer schon mal ins Mikrofon gesprochen hat, kennt es vielleicht, umso näher das Mikrofon an der Stimme ist, desto heftiger werden die tiefen Frequenzen betont. Und wir wollen natürlich nicht, dass während der Aufnahme der Ton irgendwie beeinflusst wird, die Aufnahme. Deswegen haben wir hier sehr cleane Aufnahmen. Für die Kabine haben wir, hier unten links sieht man es, ein sogenanntes Ambisonic Microphone. Einfach erklärt, nimmt es im 360-Grad-Radius in der Kabine auf. Können wir aktuell im Spiel nicht benutzen, aber wir können die Files runterrendern auf Mono und Stereo. Das heißt, wir können dann die Recordings auf jeden Fall benutzen und wenn wir irgendwann diese Technologie unterstützen, haben wir die Recordings und sind ready to go. Dann haben wir noch einige Richtrohrmikrofone. Richtrohrmikrofone sind quasi Mikrofone, die in eine gewisse Richtung abstrahlen, alles andere ausblenden. Das heißt, genau da, wo man es drauf zeigt, das wird auch aufgenommen. Benutzen wir meistens, um Details aufzunehmen, wie die Hupe, die Scheibenwischer, alles, was dem Traktor etwas Charakter gibt. Und das Handheld-Mikrofon ist meistens, ich sage mal, für Notfälle, falls man schon am Packen ist und dann, das will ich noch aufnehmen, packt man Handheld aus und nimmt das Detail eben noch auf. Ja, was für Soundelemente müssen wir denn oder wollen wir denn aufnehmen, um einen Traktor hinterher authentisch wie möglich und realistisch wie möglich im Spiel umzusetzen? Da haben wir natürlich einmal den Motor, den Auspuff ist ein relativ moderner Auspuff, das Getriebe, den Lüfter und die Kabine. Genau. Anschließend nach den Hauptelementen kommt es dann eben zu den Details, wie ich schon gesagt habe, die Hupe oder die Scheibenwischer. Wenn wir die Aufnahmen dann gemacht haben, geht es weiter zum Edit und Bearbeiten. Man kann hier die verschiedenen Blöcke sehen, das sind die verschiedenen Drehzahlstufen. Unsere Recording Session läuft
eigentlich immer so ab, dass wir 6 verschiedene Drehzahlstufen aufnehmen. Das heißt, wir nehmen den Leerlauf auf, nehmen wir an, der wäre 850 Umdrehungen pro Minute und dann noch 1100, 1300, 1600, 1900 und 2100. Die werden dann hier geschnitten und bearbeitet. Was wir an Bearbeitung machen, ist sehr abhängig natürlich vom Recording, von der Maschine. Aber was wir meistens immer machen müssen, ist eben Noise Reduction. Das heißt, wir müssen das Rauschen etwas rausnehmen, dass wir auf den Aufnahmen einfach haben. Dann einige kosmetische Aufnahmen, das heißt, wir müssen Frequenzen, die einfach extremst laut raushörbar sind, müssen wir rausfiltern, weil das einfach zu Hörverlust führen könnte. Das ist natürlich das Letzte, was wir wollen. Und dann speziell bei modernen Traktoren müssen wir noch den Bass meistens etwas anpassen, dazu aber auch später noch. Okay, kommen wir zur Lastsoundanalyse. Viele von euch wissen natürlich, wie sich, ich sage mal, ein relativ alter Traktor unter Last anhört. Ich habe hier aber trotzdem noch mal ein Beispiel mitgebracht. Einmal, das sind übrigens die Aufnahmen vom New Holland von der T8000er Serie, die wir jetzt auch im Highlands Fishing dann haben. So, hier einmal ohne Last. Und einmal unter Last. Das ist natürlich schon ein enormer Unterschied, den wir im Spiel dann natürlich auch rekreieren wollen. Wir benutzen die Lastaufnahmen meistens nicht, weil wir viele Traktoren einfach nicht unter Last aufnehmen können, weil es meistens, wenn wir bei privaten Landwirten aufnehmen sind, einfach keine Möglichkeit haben. Die haben dann eventuell ein bisschen Zeitdruck, das heißt, wir können den Traktor nicht auf dem Feld aufnehmen. Private Landwirte haben auch kein Attachment. Es gibt nämlich ein sogenanntes Dynamometer. Das kann man sich an den Traktor anhängen und damit wird quasi Last simuliert, hat aber so gut wie kein privater Landwirt. Das heißt, meistens können wir das nicht benutzen. Das heißt, wir müssen den Lastsound irgendwie auf das Audiofile ohne Last drauf simulieren können. Und dazu haben wir eben eine coole Möglichkeit in unserem Audioprogramm, das nennt sich EQ-Matching. Und zwar werden da die Frequenzspektren beider Files verglichen. Und dann können wir die Werte, die wir auf dem Lastsound haben, auf den Nicht-Lastsound simulieren. Das Ganze klingt dann so. Ja, das ist aber nur ein Teil vom Last-Sound-Design, denn wir können auch noch einen LFO benutzen. Das sind alles Sachen, die wir in unserem Loop Synthesis Tool benutzen können. Dazu komme ich gleich noch. Ein LFO ist ein Low Frequency Oscillator, das heißt, es ist eine relativ langsam schwingende Sinuswelle. Und wenn diese Welle ein anderes Signal beeinflusst, kommt es eben zu Artefakten, die wir extrem gut nutzen können, um Last zu simulieren. Und das Ganze klingt dann so. Ja, und wenn man jetzt mal reinzoomt, dann sieht man eigentlich auch ganz gut, was da passiert. Wir haben da unten quasi eine Automation für die Lautstärke und die wird eben ganz schnell in einer hohen Frequenz lauter und leiser gemacht. Und wenn das eben das Signal beeinflusst, kommt es zu diesem, ich sag mal, aggressiveren Lastsound. Wir haben diese zwei Modulationsmöglichkeiten dann zur Verfügung in unserem Loop Synthesis Tool. Nochmal kurz erklärt, wie das aufgebaut ist. Wir haben auf der linken unteren Seite unsere Source Section, das heißt, da werden die Audio-Files eingefügt, die unbearbeitet sind, das heißt, die Recordings, die geschnitten und bearbeitet sind. Daneben haben wir eine Simulations-Section, das heißt, da können wir abhören, verschiedene Drehzahlen, verschiedene Last. Auf der rechten Seite haben wir dann, ich hoffe, man sieht es oben gut, noch zwei andere Tabs, einmal für Load Engine und für Load Exhaust. Der größte Teil unserer Last-Simulation findet im Load Exhaust Tab teil. Und wie ihr sehen könnt hier, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Last zu designen. Was hier ganz wichtig ist, sind eben diese Load Factor Points, die ihr da sehen könnt. Das ist quasi der Lastwert, den wir vom Spiel bekommen. Das heißt, wir können unterscheiden zwischen, okay, wenn der Traktor unter 100% Last ist, soll der Lastsound deutlich intensiver und aggressiver sein, als wenn der Traktor nur unter 30% Last ist. Darunter haben wir einen Equalizer, den können wir dafür benutzen, was ich vorhin gezeigt habe, mit diesem EQ-Matching, die verschiedenen Frequenzpunkte. Und der LFO, den ich eben erklärt habe, der ist quasi eins darüber. Da können wir dann einstellen, in welcher Frequenz der
Low-Frequency Oscillator quasi abspielen soll. Dann haben wir noch einen kleinen anderen Teil da unten, das ist die Multiband Distortion. Damit können wir den Sound noch so ein bisschen ankratzen und können das Ganze noch ein bisschen authentischer gestalten. Ja, wenn dann alle Modulationen funktionieren, klingt das Ganze im Loop Synthesis Tool so. Genau, kommen wir zur Implementierung, damit ihr nochmal wisst, wie viele Sounds überhaupt pro Fahrzeug getriggert werden. Wir haben 6 Loops, eben diese verschiedenen Drehzahlstufen pro Auspuff und Motor. Das heißt 12 insgesamt für Auspuff und Motor zusammen. Dann haben wir 3 Loops, die wir für die Kabine triggern. Wir haben 3 Loops für den Lüfter und nochmal 3 Loops für das Getriebe. Das Getriebe verhält sich etwas anders als der Motor. Das Getriebe verändert sich nämlich abhängig von der Geschwindigkeit und nicht von der Drehzahl, was eben dann auch noch coole unterschiedliche Sounds ergibt. So, kommen wir zum letzten Thema, Authentizität versus Realität. Und da habe ich eine kleine Publikumsfrage. Und zwar, ich werde euch jetzt 2 Sounds abspielen und ihr müsst hinterher bitte die Hand heben, bei welchem Sound ihr denkt, dass es der Auspuff eines modernen Traktors ist. Ich spiele erstmal beide ab. Nummer A. Und Antwort B. So, wer denkt, dass Antwort A der Auspuff eines modernen Traktors ist? Bitte Hand heben. Alles klar. Wer denkt, dass es B ist? Sehr interessant. Das ist ziemlich cool, denn das ist eine Problematik, mit der wir auch umgehen müssen. Antwort A war der Auspuff und Antwort B war die Ambience einer Industriehalle. Da kommen wir auch schon dazu, warum wir unsere Traktor-Sounds so designen, wie wir sie eben designen. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere modernen Traktoren klingen wie Industriehallen. Das heißt, wir designen sie etwas authentischer, ein bisschen aggressiver, als sie im echten Leben sind. Das ist ein Grund. Dann haben wir einen anderen Grund noch. Das ist nämlich die Anpassung an unsere Spieler, an unsere Zielgruppen. Wir haben natürlich Hardcore-Realismus-Fans, die jeden einzelnen Sound so realistisch wie möglich haben wollen. Allerdings wollen wir natürlich unsere komplette Spielerbasis abholen. Wir sind ein Videospiel, wir haben Leute, die spielen Casual, wir haben viele Kinder, die spielen, wir haben Senioren, also es ist ein extrem breites Spektrum. Und um möglichst alle Zielgruppen, alle Spieler abzuholen, designen wir die Traktoren-Sound etwas authentischer als im echten Leben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der gesundheitliche Aspekt. Moderne Traktoren, die haben meistens extreme Frequenzen, die einfach rausstechen, die durchgehend abspielen. Deswegen zum Beispiel werden ja auch oder legen Hersteller extremst viel Wert auf Komfort. Das heißt, in der Kabine wird es immer leiser. Die müssen gewisse Umweltrichtlinien einhalten. Damit kommt aus dem Auspuff einfach nicht mehr so viel raus, wie es früher mal war. Und um eben, dass die Traktoren nicht zu irgendeinem Gehörverlust führen, müssen wir die Sounds eben dementsprechend bearbeiten und cleanen. Der letzte Punkt ist noch die Psychoakustik. Moderne Traktoren, der Auspuff, da kommt nicht mehr viel Bass raus. Und das ist für uns eine große Problematik, denn unser Gehirn verbindet tiefe Frequenzen mit großen Objekten und hohe Frequenzen mit kleinen Objekten. Und wenn dann, ich sage mal, ein Riesentraktor an uns vorbeifährt und es klingt einfach wie eine Industriehalle, dann ist das natürlich falsch. Das heißt, wir enhancen den Bass etwas, um eben diese Masse, diese großen Maschinen so authentisch wie möglich darzustellen. Alles klar, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, ich laufe hier den ganzen Tag noch rum, könnt ihr gerne zu mir kommen. Und vergesst nicht, ein Autogramm von Manuel Leitner euch noch zu holen. Könnt ihr beim Merch-Stand hinten machen. Dankeschön.